So Leute, ich bin ja weitergezogen. Jetzt bin ich in Leipzig an der Haltestelle hier Buchfinkenstraße, weil da kommt gleich eine Kollegin, eine nette Person hierhin und mit der werde ich dann fahren. Und die ganzen anderen Aufnahmen, die machen wir dann später oder morgen. Mal schauen. Hier fahren die Leipziger wie heißt das? Leipziger Verkehrsbetriebe. So, jetzt muss ich mal ablesen. Die fahren hier hin, die 87, 88. Mal gucken, welche Nummer die Kollegin fährt. 88 meine ich, dass sie das gesagt hat. Die müsste gleich von der Seite oben kommen. Ich habe schon mal die Kamera startklar, damit ich sie mal aufnehmen kann. Ich habe noch so eine vergammelte Maske hier gefunden in der Tasche. Die sieht nicht mehr schön aus, aber Hauptsache ich habe eine Maske an, denke ich mal, oder? Nase geschützt, Mund geschützt, müsste reichen. So, da kommt sie, macht sogar mit Lichthupe, jawohl. Einen schönen Scania hat sie, ja. Sie hat bei mir gelernt, sage ich mal, wenn ich immer Online-Unterricht gemacht habe, und jetzt fährt sie selber. So, sie muss jetzt an der Haltestelle umdrehen und da Pause machen. Da das ja offiziell ist und sie noch, sage ich mal, neu und so ist im Betrieb, wollte ich auch nicht, dass sie Schwierigkeiten bekommt. Deswegen habe ich auch keine Aufnahmen im Bus gemacht. Aber wir werden nachher bestimmt noch andere Busse hier auch sehen. Zum Beispiel hier kommt was Gelbes, auch das ist eine Straßenbahn, okay. Können wir mal hier in der Zeit, bis die Kollegin da ihre Pause gemacht hat, die kommt wieder auf die andere Seite zurück. Hier so ein paar Busse aufnehmen, Straßenbahnen aufnehmen. Und nachher oder morgen fahre ich dann ja auch noch mal zum Leipziger Bahnhof. Und ja, so könnt ihr mal gleich weiter gucken, was noch alles kommt. Das hier ist übrigens auch noch Leibniz, wollte ich schon sagen. Oh, wie komme ich auf Leibniz? Leipzig, Ortsteil Waren. Ja, auch alles schön in Gelb. Leipziger Verkehrsbetriebe, wie gesagt, die fahren Bus und auch hier Straßenbahn. Nicht, dass ich jetzt wieder S-Bahn sage, das muss ich jetzt immer wieder aufpassen. Hier sind die bekannten Farben Grau unten und Gelb oben. Das haben wir ja letztes Mal schon gehabt. Hat sich nichts geändert seitdem. Ja. Wie gesagt, wir sind hier in Waren. Hier noch was in Blau-Gelb und da kommt noch so ein Elektro, ist das, glaube ich. Oh, was war das? Scania, konnte ich jetzt nicht gucken, Leute, war aber auf jeden Fall irgendwas Elektrisches. So, da kommt sie noch mal für die Rückfahrt und dann werde ich wieder zurückfahren. Dann sehe ich sie vielleicht später noch mal. Mal schauen. Hier vorne steht auch noch so ein Leipziger. Ja. Aber irgendwie gefällt mir die Farbe nicht. Schaut euch das mal an, Leute. So grau und gelb und sowas alles. Ne? Schaut euch das mal an. Hier kommt der Scania jetzt nochmal hier so an. Das war übrigens der Bus, mit dem wir gerade gefahren sind. Wie ihr seht, sind viele Fahrgäste. Deswegen kann ich leider nicht so viel aufnehmen. So Leute, nächster Tag und ich bin wieder in Leipzig oder immer noch in Leipzig, wie man es nimmt. Hier war ich ja schon einmal, aber jetzt habe ich auch einen schönen Parkplatz gefunden, habe mich ein bisschen schlau gemacht, wo was ist. Aber diesmal gehen wir auch mal in den Bahnhof, der hinter mir liegt, auch mal rein. So, auf geht's. Auf dem Weg zum Bahnhof nehmen wir natürlich alles mit, was wir hier sehen können. Zum Beispiel die Ladies hier. Nein, Quatsch. Natürlich die Busse. Und die Straßenbahn oder Tram, weil jetzt weiß ich, jetzt habe ich wieder so einen Begriff reingeworfen, Tram, ja, Straßenbahn, keine Ahnung, aber sehr wahrscheinlich sind das wohl Straßenbahnen, so wie es aussieht. Ich sage nicht mehr S-Bahn. So, auf jeden Fall ist hier Mischgetrieb mit alles dabei, ne, wie man hier so sieht, aber unser Interesse ist jetzt erstmal der Hauptbahnhof. Das nennt sich auch Promenadenhauptbahnhof, angeblich bester, schönster Bahnhof Europas. Da bin ich mal gespannt, mit 140 Geschäften, Restaurants und sowas alles. Mal schauen, ob das auch alles stimmt, was die da so sagen. Gehen wir gleich mal rein und schauen uns das mal an.
Also ist schon richtig überwältigend. Der Promenadenbahnhof. Willkommen. Werden wir schon direkt begrüßt mit so einem großen Tor. Hey, das sieht ja richtig gewaltig aus, Leute. Schaut euch das mal an. Ja. Eines der schönsten Bahnhöfe angeblich. Das werden wir gleich mal sehen und testen. Oben geht es zu den Zügen. Hier unten sind die Geschäfte. Angeblich 150 Stück. Und auf der Seite auch nochmal Geschäfte. Ja. Kann man hier auch richtig shoppen. Wenn man noch Zeit hat, wenn die Bahn mal Verspätung hat oder so, hat man dann Zeit hier zum Shoppen. Letztes, wo ich hier war, habe ich das hier alles gar nicht gesehen, Leute. Da war ich nur fixiert auf Busse. Aber jetzt mittlerweile haben wir jetzt ja auch Bahnhöfe. Das sieht gewaltig aus. Ich gehe mal von hier direkt hoch. Alles fürs Reisen, Shoppen und Genießen. Ey, das ist eine richtig gewaltige Bahnhofshalle. Ey, Leute, meine ich das nur oder ist das ein Kopfbahnhof? Das ist, glaube ich, ein Kopfbahnhof. Das ist hier auf jeden Fall für die S6, S-Linien. Dann gibt es hier die anderen. Boah, wie viele Stationen gibt es denn hier, Leute? Ja, die kommen hier wohl vorwärts an und fahren rückwärts wieder raus oder so. Ja. Da sind natürlich dann auch Aufzüge und so, wenn ihr mit Kinderwagen und Rollstuhl unterwegs seid. Ja, die haben an alles gedacht. Jemand hatte mir mal gesagt, vergiss nicht Thüringer Bratwurst zu essen, da gibt es die ganz viele. Der fährt hier zum Beispiel nach Cottbus. Wenn ihr alles in Miniatur haben wollt, habt ihr hier nochmal alles in Miniatur. Schaut mal, wie das aufgebaut wurde. Ja, wirklich toll. Ja, das ist ein Kopfbahnhof, wie man da so schön dazu sagt. Die fahren hier rein, dann wieder raus und dann geht's weiter. Deswegen haben die auch vorne so einen Zugwagen und hinten so einen Zugwagen. Bei sowas zum Beispiel ideal, braucht der Fahrer nur aussteigen und dann hinten laufen und da wieder weiterfahren. Wunderbar. Hier habe ich noch ein Exemplar gefunden. Da werden die gerade die Scheiben sauber gemacht von dem Kollegen. Nicht allzu lang, aber ein ICE. Leute, ungelogen, schaut mal, ich bin die ganze Zeit am Laufen von einer Ecke. Bin gerade mal in der Mitte, das geht auf der anderen Seite noch weiter. Wie viele Gleise hier wohl sind, die auch tatsächlich angefahren werden. Da hinten kommt auch noch einer rein wieder. Da kann man sehen. Ja, da hinten steht auch noch etwas. Ich laufe mal so ein bisschen hier durch die Gegend. Wenn ich was Interessantes finde, außer jetzt die Bratwurst, zeige ich euch das. Aber das hier sieht doch mal gewaltig aus, Leute, oder nicht? Ja. Wirklich sehr schön. Schaut euch das mal an in Ruhe. Brandenburger Straße, Ausgang Sachsenseite. Da können wir jetzt auch mal langlaufen. Der fährt nach Dresden, nach Hauptbahnhof. Kann ich ja direkt mitfahren, aber dann müsste ich irgendwann wieder zurück. Mein Auto steht hier. Aber da fahre ich ja morgen privat selber mit dem Auto hin und mal gucken, was da so los ist. Aber ich will mir die Südseite noch mal da angucken, was da so los ist. Die Sachsenseite. Okay, dann laufe ich auch mal raus. Es gibt hier irgendwo auch noch so ein Fernbus-Terminal. Den werde ich auch noch suchen. Ich habe es gerade angesprochen, ohne es gesehen zu haben. Was steht da? Fernbus, Long Distance Bus. Okay, dann gehen wir mal runter und gucken, wo das ist. Unten angekommen geht das gleiche, genauso wie weit wie oben. Hier auch noch mal mit den 150 Läden, was sie hier tatsächlich hier, die Shops hier anbieten. Wirklich so einen Bahnhof habe ich nicht gesehen, ey. Wenn ihr dann hier rauskommt, dann könnt ihr hier sehen, Fernbus-Terminal, 150 Meter links. Da laufen wir mal da hinten hin. Da hinten sehe ich schon den Flixbus und so. Ja. Das sieht mir alles so gleich aus, als ob ich hier schon mal war. Jetzt bin ich selber überfragt. War ich hier schon mal? Hatte ich euch das schon mal vorgestellt? Leute, ich bin jeden Tag überall. Ich habe euch schon so viele Sachen vorgestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal vorgestellt hatte hier.
Das sehen wir gleich. Mal gucken, gleich kommt die Erinnerung. Aber an solche Schilder kann ich mich nicht erinnern. Long-Distanz-Bus und so. Fernbus. Das sehen wir gleich. Ah, hier geht's lang. Wie in der Türkei. Videoaufzeichnung. Fernbus-Terminal. 15 Minuten mit Reservierung. Sogar 18 ohne Reservierung. 43 €. Leute, ey, die haben doch einen Arsch auf, wollte ich sagen. Ja. Pro Busaufenthalt. Nur für 15 Minuten 18,50 €. Obwohl du reserviert bist. Ohne Reservierung sogar 43 €. Wenn länger als 15 Minuten bis 30, 8,50 bis 45, 12. Wer leckt mich am Arsch? Ja. Kfz-Kennzeichen, Erkennung, die wissen dann ganz genau, wer hier reingekommen ist, wer nicht, durch Kameraüberwachung. Und da können wir sehen, nach Brüssel fährt gleich einer, nach Dresden, nach Prag. Oha, richtig viele Busse. Aber jetzt im Moment ist nur der Flixbus da, ein MAN. Hier könnt ihr sehen, werden die Kennzeichen direkt fotografiert, gefilmt. Und beim Rausfahren oder direkt wird das wohl angeschrieben, dann kann man löhnen. Ja, der hat sogar so einen Fahrradanhänger noch dabei, so einen kleinen. Da kann jemand noch sein Fahrrad mitnehmen. Ja, ein schöner MAN. Das erinnert mich, wie gesagt, immer wenn diese Terminals an Türkei. Nur, dass hier nicht so viel los ist. Guck mal, keine Leute. Das müsste hier voll mit Leute sein. Dieser Laden hier, der müsste doch laufen hier. Döner gibt es hier, Lahmacun, Aufläufe, Pide. Aber keine Leute. Ja. Aber sonst wirklich schön aufgebaut, dass jeder so seine eigene Parkbucht hat. Und dann kann man dann ablesen, wer wohin fährt. Aber nichts los. Traurig. Müsste eigentlich noch mehr in Anspruch genommen werden. Und hier kann man dann, hier kann man dann bezahlen. Wenn man da bezahlt hat, kommt man hier so raus. Ansonsten geht die Schranke wohl nicht auf. Jawohl. Jetzt wissen wir, wo der Hase langläuft oder wo der Bus langfahren muss. So, jetzt gehe ich aber wieder zurück. Vielleicht sehen wir noch ein paar Linienbusse. Dann haben wir Leipzig zum zweiten Mal beendet. So, jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite. Hier hatte ich ja schon mal aufgenommen. Und auch diesmal nicht allzu viele Linienbusse. Ist nur so ein Citaro hier. Nichts Dramatisches, nichts Wildes. Da hinten steht auch noch einer. Da ist aber ein Elektro, da hinten Solaris, denke ich mal. Ja, vielleicht hat er da eine Ladestation oder so. Mal schauen. Vielleicht sehe ich noch ein paar Exemplare. Ansonsten haben wir Leipzig dann auch beendet. So Leute, VDL, CTR, die fahren hier natürlich auch rum. Da vorne steht sogar noch einer. Aber ich zeige euch jetzt auch noch mal die S-Bahn. Ja, die geht hier unten drunter oder das ist nur, um auf die andere Seite zu kommen. Da bin ich mal gespannt. Ich laufe den mal einfach hinterher. Mal gucken, wo der uns hinführt. Leute, es gibt hier noch einen Bahnhof hier unten drunter. Schaut mal. Jetzt verstehe ich auch den Sinn. Aber das ist kein U-Bahn, sondern S-Bahn. Die fährt wohl unterirdisch, sowie später auch wieder oben. Ja, ich gehe auch mal runter. Guck mal, was hier für... Was muss man da jetzt zu sagen? Züge? Ankommen. Auch hier, wenn ihr seht, wenn ihr mit Rollstuhl seid oder mit Kinderwagen, kann man hier mit dem Aufzug hier so runterfahren. Ich höre da schon etwas, dass da irgendwo etwas kommt. Oder? Täuscht das? Ne, doch. Hier unten, schaut mal. Ja, das ist ein richtiger Zug. Aber schön bemalt. Ja. Das ist also der S-Bahnhof. Der fährt nach Halle, Saale zum Hauptbahnhof. Auch richtig schön lang. Ja. Wunderbar. In einer Minute kommt hier auch einer. Ich weiß aber nicht von der Seite oder von der Seite. Das sehen wir gleich. Aber ist richtig schön kühl hier unten. Oben sind es 34 Grad heute in Leipzig. Guck mal, da oben war ich gerade. Jetzt sind wir hier unten.
Das erinnert mich hier auch an England. Ah, von da kommt er, der macht sogar Lichthupe, damit ich aufpasse oder so. Der hat gedacht, ich springe rüber oder so, keine Ahnung. Ja. Ja, der hat da angehalten. Okay, da steigen dann die Leute ein. Dann fährt er hier so weiter und ich fahre wieder hoch. So Leute, mit diesen letzten Bildern verabschiede ich mich von euch. Man sieht sich natürlich wieder. Morgen bin ich in Chemnitz oder in Dresden. Mal schauen, einfach weiterverfolgen. Dann werdet ihr mal sehen, wo ich gerade bin. In diesem Sinne, macht's gut. Ist jetzt gerade grün. Ich muss rüberlaufen. Euer Mehmet Oe. Ciao Leute.